Die Eizelle ist der Hauptplayer oder der Mainplayer in unserem gesamten Therapie- und Diagnostikspektrum. Es dreht sich immer alles um die Eizelle. Die Eizelle selber sehen wir das erste Mal, wenn wir eine Eizellgewinnung durchführen. Erst dann wird sichtbar, wie ist die sogenannte Eizellqualität. Ist die Eizelle reif oder unreif? All das sind Begrifflichkeiten, die man dann gemeinsam bespricht. Was bedeutet nun, eine Eizelle ist reif? Eine Eizelle durchläuft auf ihrer Reise hin zur reifen Eizelle verschiedene Stadien der Teilung ihrer Chromosomen. Im Endeffekt kann man sagen, dass eine unreife Eizelle 46 Chromosomen hat und eine reife hat nur 23. Deswegen ist sie reif, denn jetzt kommen nochmal 23 Chromosomen vom Spermium dazu, was zusammen 46 gibt. Währenddessen, wenn eine unreife Eizelle nochmal 23 kriegen würde, wären es ja 69 Chromosomen und damit wäre sie nicht teilungsfähig. Also von dieser letzten Teilungsaktion sprechen wir, wenn die Zelle gereift ist. Wie gesagt, erst dann kann man sie befruchten. Manchmal passiert es, dass wir bei der Eizellgewinnung tatsächlich unreife Eizellen haben, die noch nicht vollständig gereift sind. Die können tatsächlich im Brutkasten noch nachreifen und zu einem späteren Zeitpunkt dann befruchtet werden. Die Zelle kann natürlich auch kaputt gehen, wie wir das so ganz salopp sagen. Das bedeutet, wenn sie diesen letzten Teilungsschritt eben nicht macht, dann lässt sie sich nicht befruchten, sie degeneriert, man sieht dann, dass Zellorganellen einfach untergehen, was einfach einem Gewebeuntergang entspricht. Und so wie bei normalem Gewebe auch, kann es einfach dazu kommen, ohne dass man letztendlich immer die Ursache genau herausfinden kann. Auch die Punktion ist ein Stressfaktor für eine Zelle, denn man geht ja durch die Zellhülle mit einer Nadel durch. Und auch dabei kann eine Zelle natürlich degenerieren, dass sie diesen Stress dann einfach nicht durchhält. Die Eizellqualität kann man nicht beeinflussen im Großen und Ganzen, denn die Eizellen werden jeder Frau schon in deren eigenem Embryonalstadium auf den Eierstock gelegt. Das heißt, in der 10. Schwangerschaftswoche der Frau, wenn sie selber also Embryo ist, werden diese Eizellen angelegt. Nach der Geburt werden keine weiteren Eizellen mehr produziert. Das bedeutet, eine Frau hat einen gewissen Satz an Eizellen. Pro Zyklus werden 10 bis 20 Eizellen auf die Reise geschickt. Davon wird eine Eizelle im normalen Zyklus normalerweise zum Eisprung bereit sein. Und wenn diese Reserve erschöpft ist, dann werden keine Eizellen mehr zur Verfügung gestellt und die Patientin oder die Frau ist dann in der Menopause, in den Wechseljahren. Und das ist manchmal tatsächlich das Problem, dass die Eizellen auch mitaltern. Das bedeutet, das Eizellalter entspricht dem biologischen Alter der Frau und so wie natürlich auch im Verlaufe des Lebens bestimmte ungünstige Parameter auf unseren Körper einwirken, so geht es auch mit der Zelle, die dann natürlich in ihrer Qualität nachlässt. Von daher, natürlich wäre es immer wünschenswert, sehr früh schwanger zu werden, aber nicht immer passt das. Dem muss man immer Rechnung tragen. Und ich denke, zurückzuschauen, wie wäre es gewesen, wenn ich vor 10 Jahren oder so schwanger geworden wäre oder den Wunsch geäußert hätte, bringt nichts. Wir müssen gemeinsam nach vorne schauen, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube immer daran, dass es immer eine gute Zelle irgendwo im Ovar gibt. Und die müssen wir finden und dabei helfen wir ihnen.